Herzlich willkommen zu meiner Tutorial-Reihe in C#. Heute bespreche ich mit euch die For-Each-Schleife. Dazu definiere ich ein Array, deshalb haben wir im vorherigen Video die Arrays behandelt. Datentyp, Array-Name ist gleich New Datentyp, eckige Klammern, Wert 1, Wert 2 und Wert 3. Als erstes werde ich die For-Each-Schleife initialisieren und danach erkläre ich euch, wie eine For-Each-Schleife überhaupt funktioniert. For-Each, Datentyp, Variablenname, in Array-Name. Console.WriteLine, Variablenname. Ich erkläre euch jetzt, wie eine For-Each-Schleife funktioniert. Wir definieren einmal die For-Each, dann einen Datentyp und einen beliebigen Variablennamen in Array-Name, also den Array-Namen. Und zum Schluss wird der Variablenname in der Konsole ausgegeben. Die For-Each-Schleife besitzt keine Zählervariable. Und sie hat eine Variable, die auf das aktuell zu durchlaufende Objekt referenziert. Und der Wert des Arrays kann nicht innerhalb der For-Each-Schleife geändert werden. Das ist der Unterschied zwischen einer For-Schleife und einer For-Each-Schleife. Ich habe das obere Beispiel hier auskommentiert und möchte euch anhand zwei einfacher Beispiele erklären, wie eine For-Each-Schleife genau funktioniert, um es besser nachzuvollziehen. Wir deklarieren zuerst ein Array String First Name ist gleich New String Laura, Mike und Sarah. Jetzt initialisiere ich die For-Each-Schleife. For-Each String Name in First Name. Ich möchte das jetzt in der Konsole ausgeben lassen. Führe ich das Programm aus, dann erhalten wir Laura, Mike und Sarah auf der Konsole. Jetzt erstelle ich ein Array mit Integerwerten. Int Zahl ist gleich newInt. For each. Was passiert jetzt, wenn ich es mit diesem Array hier versuche? Int Zahlen in Zahl. Console.WriteLine Zahlen. Ich kommentiere das hier aus und führe das Programm aus. Was passiert? Wir erhalten Nullwerte, weil wir haben dem Array keine Werte zugewiesen. Deshalb erhalten wir hier auf der Konsole Nullwerte. Zahl 0 ist gleich 12, Zahl 1 ist gleich 13 und Zahl 2 ist gleich 14. Führe ich das Programm jetzt aus, dann erhalten wir 12, 13 und 14 auf der Konsole. Ich hoffe, ihr habt die Thematik mit der For-Each-Schleife verstanden. Und wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst ein Like da, abonniert und teilt meinen YouTube-Kanal. Wir sehen uns dann im nächsten Video. Bis dann, ciao!